Moin Leute, heute halte ich leider kein Plattencover in der Hand, weil ich dieses Album leider nicht besitze. Die beste irische Band seit U2. Das schrieb Anfang der 90er tatsächlich eine amerikanische Zeitung über eine Band aus Hannover. Und genau darum geht's heute. Mono von Fury in the Slaughterhouse. Ein Album, das deutsche Rockgeschichte geschrieben hat und mit dem Fury plötzlich sogar in Amerika funktioniert haben. 1993 veröffentlichte die Band ihr viertes Studioalbum "Mono". Produziert wurde es von Jens Krause in den Peppermint Park Studios in Hannover. Jahre vorher begann diese Geschichte noch ziemlich unspektakulär in einer eiskalten WG über einer lauten Autowerkstatt. Der Albumtitel "Mono" entstand übrigens eher spontan. Nach den Aufnahmen soll Gitarrist Christoph Stein-Schneider irgendwann einfach gesagt haben, die Platte heißt "Mono". Fertig. Was dann passierte, damit hatte kaum jemand gerechnet. Das Album verkauft sich allein in Nordamerika über 100.000 Mal, etwas, das für deutsche Rockbands damals extrem selten war. Und die Geschichte dahinter, die klingt fast erfunden. Ein Mitarbeiter von RCA Records aus New York machte Urlaub in Deutschland und fragte in den Plattenläden, was ist eigentlich die beste englischsprachige deutsche Rockband? Und offenbar bekam er überall dieselbe Antwort: Fury in the Slaughterhouse. Kurz darauf tourte die Band plötzlich 3 Monate durch die USA und Kanada. Und dort passierten natürlich genau die Geschichten, die man sich von einer Rockband der 90er erwartet. In kleinen amerikanischen Radiostudios spielten sie Akustik-Sessions, teilweise auf engstem Raum. Oft fehlte sogar Equipment. Dann kam es dazu, dass Schlagzeuger Rainer Schumann einfach einen Pappkarton nahm und ihn als Bassdrum nutzte. Eine amerikanische Uni-Zeitung war vom Sound der Band so begeistert, dass sie Fury einfach die beste irische Band seit U2 nannten. Und auch in Deutschland lief plötzlich alles. Als Mono Goldstatus erreichte, machte die hannoversche Neue Presse einen legendären Fehler auf der Titelseite. Dort stand Gold für Momo. Bis heute wahrscheinlich einer der charmantesten Fehler in der Rockgeschichte. Auch das Cover des Albums ist irgendwie besonders. Der Fotograf Jim Rakete suchte damals nach einem starken Motiv und fotografierte kurzerhand den Mund von Gitarrist Christoph Stein-Schneider. Der war an diesem Morgen allerdings ziemlich verkatert. Die zerdrückte Zigarette im Mundwinkel machte das Bild dann perfekt. Und nein, es war ausdrücklich kein Joint. Musikalisch zeigte Mono aber vor allem, wie vielseitig Fury damals waren. Every Generation Got Its Own Disease wurde der internationale Türöffner. Der Song lief auf MTV rauf und runter und schaffte es sogar in die amerikanischen Rockcharts. Dabei steckt hinter dem eingänglichen Sound eine ziemlich harte Botschaft. Kai Wingenfelder sagte damals bei Konzerten, die schlimmste Krankheit sei nicht AIDS, sondern Dummheit. Der Song rechnet mit einer oberflächlichen Gesellschaft ab, die ständig den nächsten schnellen Kick hinterherläuft. Und dann gibt es noch Money Roots, einer meiner absoluten Lieblingslieder. Direkter, rauer Rock ohne große Schnörkel. Während andere Songs auf dem Album eher melancholisch oder atmosphärisch wirken, zeigte Fury hier ihre rohe Energie. Und dann kommt für viele Fans das eigentliche Herzstück des Albums: Haunted Head and Heart. Ein unglaublich zerbrechlicher, melancholischer Song. Das Stück entstand im Wohnzimmer des Produzenten Jens Krause. Dort probierte Thorsten Wingenfelder irgendwann einfach aus, selbst die Lead-Vocals zu übernehmen. Das Kuriose ist übrigens, für die amerikanische Version des Albums wurde genau dieser Song entfernt. Die US-Plattenfirma ersetzte ihn lieber durch den älteren Hit Won't Forget These Days, weil sie glaubte, damit bessere Chancen beim amerikanischen Publikum zu haben. Heute gilt Mono längst als Meilenstein der deutschen Rockgeschichte. Und selbst 30 Jahre später war die Nachfrage noch so groß, dass Fury 2023 eine limitierte Neuauflage auf schwerem marmorierten Vinyl veröffentlichte. Gar nicht mehr so schlecht für ein Album, dessen Geschichte man in einer kalten WG über einer Autowerkstatt begann. Schade, dass ich nicht eine alte Vinyl von diesem Album habe. Wenn einer eine hat und günstig abgeben möchte, lasst ein Like da, macht's gut.